Ihr wolltet schon immer euer Auto mit eurem Smart Home verbinden und steuern, nicht nur sehen, ob gerade die Fenster offen sind bei einem anbahnenden Regen, sondern auch, ob der Reifendruck noch passt oder auch zum Beispiel die Klimaanlage ein- und ausschalten. Dann seid ihr bei diesem Video richtig. Ich zeige euch heute, wie ihr mit eurem Home Assistant euer Auto verbindet und darüber steuern könnt. Ich zeige euch auch, wie ihr in eurem Smart Home eine ziemlich coole Karte hier für euer Auto bauen könnt, womit ihr dann bei eurem Freundeskreis, Kollegen, Verwandten dann richtig flexen könnt. Der Smart Home Nerd hier vorne am Mikrofon ist der Ur. Willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Lasst uns nun gemeinsam eure Autos ins Home Assistant reinbekommen und darüber steuern. Und wenn ihr zukünftig solche Videos, solche Folgen gar nicht mehr verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal. Ansonsten, bevor wir uns hier total verquatschen, Film ab! Meine Lieben, in diesem Video mache ich die Verbindung von einem Auto mit dem Home Assistant am Beispiel von Ford. Ich habe aber bereits in der Vergangenheit mit Hyundai bzw. Kia ein Video aufgenommen. Dann könnt ihr euch das anschauen, oben rechts bzw. unten in der Beschreibungsbox findet ihr Links dazu. Ich habe auch das mit Mercedes-Benz gemacht, auch oben rechts der Link dazu bzw. unten in der Beschreibungsbox. Und dann haben wir das auch. Und über alle anderen Marken gehe ich ganz kurz hier drüber, einfach, dass ihr seht, dass es diese gibt. Und so habt ihr ein gutes Gefühl dafür. Und dann seht ihr am Beispiel vom Ford, wie man das machen könnte. Und ich hoffe, das hilft euch hier, das Ganze etwas besser zu verstehen und dann für euch selber auszuführen. Jetzt habe ich euch, denke ich, genug heiß gemacht. Also legen wir nun los. Um das Ganze hier bei euch einzustellen und einzurichten, braucht ihr dafür den Home Assistant Community Store. Wenn ihr das noch nicht habt, seid nicht traurig. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie ihr hier das Hacks bekommen könnt. Einfach oben rechts schauen und dann hier einfach das Video pausieren, das kurz einstellen, dass ihr das Hacks auch habt und dann könnt ihr genau hier weitermachen. Da ich das in meinem Produktivsystem schon eingerichtet habe, springen wir jetzt einmal zu meinem Testsystem, denn dort habe ich es noch nicht gemacht. Dann laden wir es gemeinsam herunter, richten alles gemeinsam ein und dann habt ihr Schritt für Schritt das Ganze und könnt das ganz easy bei euch zu Hause nachbauen. Wir gehen jetzt einmal rüber ins Hacks und hier könnt ihr oben bei Durchsuchen einfach eure Automarke hier eingeben. Zum Beispiel gebe ich hier Tesla ein und bekomme dann hier die Integration, um hier euer Tesla-Fahrzeug reinzubringen. Genauso gut kann ich aber auch hier zum Beispiel Audi eingeben, dann bekomme ich hier Audi Connect und kann dann hier Audi-Fahrzeuge ins Home Assistant bringen. Das Ganze geht natürlich auch mit Volkswagen und dann haben wir hier Volkswagen V-Connect. Aber das war noch nicht alles, das ist heute wie im Teleshopping. Wenn ich hier Skoda eingebe, dann habe ich hier auch zum Beispiel My Skoda. Als nächstes tippen wir hier mal Toyota ein und seht ihr da haben wir auch Toyota. Und ich lege noch einen drauf, wenn ihr zum Beispiel Kia eingebt, dann könnt ihr mit dieser Integration sowohl Kia als auch Hyundai Autos ins Home Assistant bringen. Und natürlich darf hier Mercedes nicht fehlen. Da haben wir auch zwei Möglichkeiten, das Ganze hier ins Home Assistant zu bringen. Jetzt hätte ich unsere französischen Nachbarn fast vergessen. Jetzt geben wir hier einmal Peugeot ein und dann bekommen wir hier Stellantis Vehicles und damit ist gemeint Peugeot, Citroën. Ich denke, Opel sollte damit auch möglich sein und alle anderen Stellantis-Marken, wahrscheinlich auch Fiat und so weiter. Das müsste man dann im Detail mal abklären. Und fast hätte ich unsere europäischen spanischen Freunde vergessen und zwar Cupra. Wie ihr seht, gibt es hier eine Fülle von Möglichkeiten mit Home Assistant, hier sein Auto ins Home Assistant zu bekommen. Wir aber machen es am Beispiel von Ford, wie erwähnt. Speziell bei Ford ist es etwas tricky, deshalb mache ich auch dieses Video. Denn im Forum sind hier die Smart Home Freunde ein bisschen durcheinander gekommen und haben dort Probleme, das Ganze reinzubekommen. Also ist es auch ein kleiner Community-Dienst, denn ich habe schon zweimal gezeigt, wie man Autos ins Home Assistant bekommt. Jetzt mache ich es noch ein drittes Mal. Egal, ich mache es ja gern für die Community. Leute, dafür hoffe ich, gibt es ganz viele Likes und wird das Video ganz oft geteilt. Und dafür brauchen wir hier die Integration von Matthias. Matthias hat hier einen Fork gemacht von der Ford Pass Home Assistant Integration. Der hat das Ganze auch hier sehr schön beschrieben. Dankeschön, Matthias, wie das Ganze funktioniert. Ihr braucht euch das jetzt nicht durchzulesen. Ich zeige euch das im Video, wie das Ganze geht. Riesenrespekt an Matthias, dass er das gemacht hat und ich würde sagen, ich spendiere ihm jetzt mal einmal eine große Pizza und ein Getränk und dann kann er sich hier auch mal einen gönnen für die ganze harte Arbeit, die er hier für uns, für die Community gemacht hat. Guten Appetit, Matthias, lass es dir schmecken, das geht jetzt auf meinen Nacken. Und viele Grüße von der community-smarthome.com. Und um jetzt diese Integration ins Home Assistant zu bekommen, brauchen wir hier einmal die URL, das kopieren wir uns einmal raus, ich springe in mein Testsystem. Im Hacks gehen wir oben rechts zu den 3 Punkten und drücken dann einmal auf Benutzer-Definierte Repositories. Hier geben wir nun einmal die URL von eben ein und bei Typ wählen wir Integration. Dann drücken wir auf Hinzufügen. Das Ganze wurde nun hier hinzugefügt, wunderbar, und jetzt können wir das Ganze schließen. Jetzt tippen wir hier einmal Ford ein
und sehen dann bei Neu Ford Pass. Wunderbar, Fork Optimized for EVCC. Da drücken wir drauf und dann können wir auch schon sehen, hier die Integration von Matthias. Jetzt haben wir hier genau die gleichen Informationen wie hier drüben auf dem GitHub auch. Also deshalb können wir uns das Ganze sparen. Wir gehen jetzt hier unten rechts auf Herunterladen. Ihr habt dann hier unten bei der Box die Möglichkeit, auch ältere Releases herunterzuladen, wenn mal ein Release bei euch nicht richtig funktionieren sollte. Standardmäßig wird aber immer das aktuellste Release heruntergeladen. Jetzt haben wir das Ganze heruntergeladen. Wir gehen einmal zurück und da steht auch schon ausstehender Neustart. Also gehen wir zu den Entwicklerwerkzeugen, drücken einmal auf Neu starten und starten hier einmal unser Home Assistant neu und machen dann genau hier gleich weiter. Nachdem unser Home Assistant nun neu gestartet wurde, gehen wir zu den Einstellungen, dann zu Geräte und Dienste und dann drücken wir unten rechts auf Integration hinzufügen. Jetzt geben wir hier einmal Ford ein und da haben wir auch schon Ford Pass, da drücken wir drauf. Und dann bekommen wir hier ein Pop-up, wo wir unser Ford Pass Benutzername, in diesem Fall E-Mail, dann noch die Region und dann sollen wir auf OK drücken. An dieser Stelle pausen wir unser Erlebnis in Home Assistant, denn wir brauchen jetzt einen separaten Ford Pass Account. Warum ist das nötig? Dadurch, dass es keine offizielle Integration von Ford ist, sperrt Ford hin und wieder die Ford Pass Konten. Deshalb wäre es schade, wenn das Hauptkonto gesperrt wird, womit ihr das Auto klimatisiert und so weiter. Wir erstellen uns jetzt aufgrund dessen ein zweites Konto und wenn dann dieses Konto gesperrt wird, ist das nicht so schlimm. Wir können dann immer noch hier unser Auto mit dem Hauptkonto nutzen. Also gehen wir nun rüber zu Ford und erstellen uns hier ein neues Konto. Nehmt einfach ein Konto eurer Wahl, nennt es zum Beispiel Home Assistant. Das ist nicht verkehrt, denn dann könnt ihr das von eurem Hauptkonto unterscheiden. Wenn ihr dieses Konto registriert habt, bekommt ihr eine Mail von Ford zum Bestätigen des Kontos. Ihr kennt es ja auch von anderen Plattformen. Bitte bestätigt hier einmal euren Account und dann öffnet ihr bitte eure Ford-App. In der Ford-App geht ihr bitte unten auf Einstellungen, dann auf Fahrzeugzugang und jetzt könnt ihr hier bei mir bereits zwei Accounts sehen, einmal mein Hauptaccount und einmal der Account für Home Assistant, der aber bei euch noch nicht da ist, das ist klar. Ihr drückt deshalb oben rechts auf Einladen und jetzt gebt ihr die E-Mail-Adresse ein, was ihr eben erstellt und bestätigt habt und drückt dann auf Einladen. Die neue Adresse bekommt dann wieder eine E-Mail, dass er eingeladen wurde, hier dieses Auto mit zu bedienen, mit zu benutzen und das akzeptiert ihr und dann sollte hier bei euch der zweite Account auch in der App sein. Um das Ganze dann aber doch zu kontrollieren, ob es wirklich geklappt hat, geht ihr einfach wieder hier zu der Ford-Seite, das ist übrigens login.ford.de und loggt euch hier mit diesem zweiten Account ein. Denn wenn alles gut geklappt hat, seht ihr hier euren zweiten Account, in meinem Fall habe ich es Home Assistant genannt und das jeweilige Auto, was ich damit bedienen darf. Somit ist dann alles erledigt und wir können jetzt weitermachen und das Ganze ins Home Assistant bringen. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like dalasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Gebt nun hier in der Integration die E-Mail-Adresse ein, die ihr eben erstellt habt. Wir wählen dann hier UK und Europe und drücken jetzt auf OK. Jetzt kommt der Teil, wo die ein oder der andere etwas ins Schlingern kommt, aber kein Stress, wir machen das alles gemeinsam und am Ende schafft ihr das auch. Wir müssen jetzt hier diese URL in diesem Feld einmal kopieren und mit den Entwicklerwerkzeugen aufmachen. Denn da gibt es ein Feld, das müssen wir rauskopieren und dann hier eintragen. Da das in Safari nicht so toll ist, habe ich mir den Browser Chrome runtergeladen, geht auch mit anderen Browsern. Wir kopieren uns einmal hier diese URL und öffnen nun Chrome. In Chrome geht ihr nun hier oben auf Darstellung, dann bei Entwickler und dann auf Entwickler-Tools. Wir geben jetzt hier oben einmal die URL ein, was wir eben in Home Assistant bekommen haben und drücken dann auf Enter. Jetzt loggt ihr euch mit diesem zweiten Account, den ihr euch eben erstellt habt, hier einmal ein. Dieses Fenster lasst ihr bitte geöffnet. Ich habe jetzt meine Daten eingegeben und drücke auf Sign In. Dass das Ganze hier lädt, ist nicht schlimm. Spannend ist, im Bereich Network haben wir hier unten jetzt eine Zeile. Diese ganze Zeile kopieren wir jetzt einfach mal und drücken hier auf Copy URL. Jetzt springen wir rüber ins Home Assistant und tragen das Ganze hier einmal ein und drücken dann auf OK. Herzlichen Glückwunsch! Euer Ford-Auto ist jetzt in Home Assistant drin. Ihr seht jetzt hier eure Fahrzeugidentifikationsnummer, dann drückt ihr einfach auf OK. Jetzt wählt ihr aus, wo ihr das Ganze hinpacken möchtet. Das ist mir jetzt total egal. Ich drücke einfach auf Fertig.
Und seit den letzten Updates von Home Assistant wird man ja nach der Integration direkt auf die Seite von der Integration gepusht, sage ich mal. Können jetzt hier ein Gerät sehen, 23 Entitäten und somit ist hier das Ganze abgeschlossen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit den Sprung vom Testsystem in mein Produktivsystem gemacht. Außerdem habe ich hier den Namen verändert. Dort stand hier vorher die Fahrzeugidentifikationsnummer und das könnt ihr hier über den Punkt umbenennen machen, einfach aus Datenschutzgründen von meinem Fahrzeug. Bitte nehmt mir das nicht übel. Wir haben jetzt hier ganz spannende Punkte und zwar schauen wir uns einmal hier den Knopf Konfigurieren an. Wenn wir diesen hier öffnen, können wir zum einen die Maßeinheiten für den Reifendruck hier festlegen. Wählt das aus, was ihr gerne haben möchtet. Außerdem könnt ihr die Maßeinheiten für die Entfernung hier festlegen. So, ganz spannend ist der Punkt hier unten und zwar Aktualisierungsintervall. Ich empfehle euch daran, nicht rumzuspielen. Macht das auf jeden Fall nicht weniger, denn dann riskiert er, noch schneller von Ford hier entdeckt zu werden und dann, dass euer Account gesperrt wird. Jetzt gehen wir hier einmal rein. Ihr werdet auch hier oben einen anderen Namen haben. Den könnt ihr oben rechts mit diesem Bleistiftsymbol verändern. Ich habe hier schon mal Ford Capri geschrieben, dann drückt ihr auf Aktualisieren und dann wird das Ganze übernommen. Auf der linken Seite haben wir hier die Geräteinfos, Automation, Szenen und Skript, aber das kennt ihr auch schon von anderen Integrationen, deshalb werde ich da jetzt nicht drauf eingehen. Auf der rechten Seite haben wir hier das Logbuch, soweit so gut. Spannend wird es jetzt hier in der Mitte, denn je nachdem, was für eine Integration ihr benutzt habt, also sei es Mercedes, sei es Hyundai, sei es Tesla oder Audi oder VW, werdet ihr unterschiedliche Steuerelemente bekommen. Nur als Beispiel für euch, bei meinem Mercedes EQB konnte ich hierüber die Klima starten, das hat meine Frau sehr gerne genutzt und das kann sie derzeit hier über Home Assist mit dem Ford Capri nicht nutzen. Das ist sehr traurig. Also Ford, bitte legt euch ans Zeug und liefert uns hier mal etwas, womit wir Smart Home Fans und Kunden von euch, die weitere Autos kaufen möchten, dann hier angefixt werden über die geilen Smart Home Funktionen, die ihr mit eurem Auto uns bietet. Und natürlich könnt ihr hier diese ganzen Steuerelemente und die Sensoren, die wir uns gleich im Detail anschauen, auch noch für Automatisierung, Szenen und Skripte nutzen. Ja, das ist einfach dann, wie ihr hier Home Assistant mit eurem Kfz nutzen möchtet. Wenn wir jetzt weiter runter scrollen, haben wir jetzt auch weitere Sensoren, in diesem Fall mit dem Ford Capri, die wir für Automatisierung, Szenen und Skripte nutzen können. Zum Beispiel kann ich hier diesen GPS-Sensor nutzen für Automatisierung, wenn das Auto kommt oder wenn das Auto nicht da ist und so weiter. Genauso gut kann ich Status Türen nutzen oder auch hier Status Fenster, auch für Automatisierung, wenn sich ein Regen anbahnt, dass ich dann eine Meldung bekomme, dass ich doch bitte die Fenster schließen soll. Das sind einfache Beispiele von mir, um euch mit dieser Thematik zu sensibilisieren. Wenn ihr natürlich viel coolere Automatisierung habt oder Szenenskripte, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das unten in die Kommentare packt, denn ich bin total neugierig, was ihr hier mit eurem Kfz und Home Assistant anstellt. Vielleicht dienen eure Beispiele als Inspiration für die Community und mich. Ich habe euch ja vorhin schon angeteasert. Jetzt zeige ich euch, wie ihr hier diese Ultra Vehicle Card bekommen könnt und wie ihr sie konfiguriert. Das ist einfacher, als man denkt. Dazu gehen wir einmal rüber ins Hex und hier gebt ihr bitte einmal Ultra Vehicle ein. Diese ist standardmäßig schon im Hex enthalten, das heißt, wir müssen sie nicht übers GitHub hier reinholen. Wir bekommen jetzt hier den Ausschnitt von der GitHub-Seite und hier bekommen wir auch schon Hinweise, wie das Ganze zu installieren ist und was man hier wie einstellen kann. Wir haben auch beispielhafte YAML-Code hier, was wir nutzen können und auch hier ein bisschen Troubleshooting und so weiter. Und natürlich unterstützen wir auch hier den Entwickler bzw. die Entwicklerin, weil das ist ja eine coole Sache, was hier für die Community auf die Beine gestellt wurde. Auch hier lasst euch die Pizza und die Getränke schmecken. Wunderbar. Und wir machen jetzt hier gleich weiter. Wir drücken jetzt bei uns im System unten rechts auf Herunterladen, nehmen hier die neueste Version und drücken auf Herunterladen. Das Tolle ist, dadurch, dass es eine Frontend-Integration ist, nennen wir es mal so, müssen wir hier nicht neu starten, sondern einfach einmal neu laden reicht und wir können hier direkt loslegen mit der Ultra Vehicle Card. Dazu gehe ich jetzt einfach einmal zur Baustelle und dann richten wir das Ganze dort ein. Dazu gehen wir oben rechts hier auf dieses Stiftsymbol. Wir drücken dann einfach irgendwo auf einen neuen Kartenbereich und dann gebt ihr hier bitte einmal Ultra ein. Und dann haben wir hier auch schon die Ultra Vehicle Card. Die Konfiguration der Ultra Vehicle Card funktioniert hier oben über die Tabs. Merkt euch das, denn es kann hier und dort ein bisschen verwirrend rüberkommen. Deshalb, wir haben hier die Einstellung, dann können wir hier weitere Infos eingeben. Wenn ihr Balken hinzufügen wollt, machen wir das hier. Dann Symbole anpassen und dann noch über und so weiter. Ganz wichtig, das ist jetzt kein Kurs, um euch hier die Ultra Vehicle Card 100% zu erklären, sondern wir machen das rudimentär, einfach nur, dass ihr ein Gefühl bekommt, damit sensibilisiert seid und dann baut ihr viel coolere Karten, als ich sie habe.
Wenn wir jetzt hier bei den Einstellungen etwas weiter runter scrollen, könnt ihr hier einen Titel eingeben. Ich brauche jetzt keinen Titel, aber wenn ihr einen Titel möchtet, packt ihr das dort rein. Ich mache das einfach weg. Spannend wird es aber hier bei Fahrzeugbild. Und dort haben wir die Möglichkeit, etwas hochzuladen über URL, über eine Entität. Hochladen hat jetzt bei mir irgendwie nicht so geklappt, aber URL funktioniert sehr gut und das zeige ich euch einmal. Geht einfach zu Google, wählt ein Bild aus, das ihr hier in die Ultra-Vehicle-Card hinzufügen möchtet. Dann macht ihr hier einmal Rechtsklick und in meinem Fall ist es Bildadresse kopieren. Jetzt springen wir zurück zur Ultra-Vehicle-Card und jetzt füge ich das einmal ein und schon haben wir hier dieses Bild. Also das ging doch relativ einfach. Ihr könnt dann hier mit der Bildbreite noch arbeiten, könnt auch hier nochmal Bild zuschneiden, aber ich brauche das nicht. Aber für euch wichtig, dann habt ihr das Ganze schon mal gesehen. Solltet ihr Titel oder Kartenhintergrund und so weiter noch variieren wollen, dann könnt ihr das Ganze hier einstellen. Ich brauche das auch nicht. Und hier unten habt ihr dann nochmal Entitätswert und so weiter. Wie gesagt, geschenkt. Wir machen es einfach nur ganz rudimentär. Jetzt haben wir schon mal ein schönes Bild. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir mal hier die Reichweite bekommen oder auch mal andere Funktionen wie Tür aufmachen, Tür zu. Deshalb gehen wir jetzt weiter hier oben. Wenn wir jetzt zum Reiter Info gehen, dann können wir hier eine neue Reihe hinzufügen. Das machen wir. Und jetzt arbeiten wir hier in diesem kleineren Fenster. Das Ganze verschachtelt sich ein bisschen, aber wir werden hier den Überblick nicht verlieren. Wir haben hier oben die Row Settings und dann könnt ihr die Informationen, die ihr gleich hier reinbekommt, dann nochmal ausrichten, wie ihr möchtet. Wir lassen es jetzt mal so, wir gehen hier direkt runter zu Info Items und machen Add Info Entity. Jetzt könnt ihr hier eine Entität auswählen, die ihr gerne dargestellt haben möchtet und ich zeige euch das anhand meines Beispiels. Ich habe hier den Fahrzeugtracker genommen. So, dann kann ich hier das auswählen und dann habe ich hier so eine Information, dass das Auto derzeit zu Hause ist. Das ist, denke ich mal, ziemlich gut, gerade wenn man nur ein Auto hat, wie in unserem Fall. Ist das Auto jetzt in Gebrauch oder kann man es selber nutzen? Ihr könnt das mit oder ohne Icon machen. Ich finde das ziemlich cool. Könnt das Icon hier verändern. Könnt dann auch hier, wenn ihr drauf drückt, was dann passieren soll. Habt dann hier verschiedene Möglichkeiten. Für mich passt das so. Könnt ihr mit den Farben rumspielen. Wir haben hier weiter unten dann nochmal die Möglichkeit, in den Template-Mode zu gehen, also uns komplett über YAML-Code maximal zu individualisieren. Da gehe ich jetzt nicht rein, denn das wird sehr kompliziert. Aber die Möglichkeit habt ihr. Habt ihr hier nochmal die Size-Settings und das war's. Jetzt haben wir auch schon mal beispielhaft hier im Bereich Info was hinzugefügt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel weitere Informationen hinzufügen möchtet, könnt ihr das entweder hier machen. Dann ist das hier auf dieser Ebene. Ich mache euch mal ein Beispiel. Jetzt seht ihr, habe ich einfach mal den Kilometerstand hinzugefügt. Aber wenn ihr eine weitere Reihe möchtet, unten drunter, dann drückt ihr hier zu Add Info Row. Und dann seid ihr hier nochmal eine Stufe drunter. Das zeige ich euch auch kurz. Und dann seht ihr, habt ihr hier eine weitere Reihe hinzugewonnen. Nur für euch zur Info und so könnt ihr dann einfach immer weitere Reihen hinzufügen. So, ich lasse das jetzt mal weg. Jetzt könnt ihr gedanklich auch den Bereich Info einmal abhaken, denn wir haben es jetzt kennengelernt und wissen, wie wir damit arbeiten können. Also gehen wir rüber zu Balken. Wir haben auch hier direkt die Ausrichtungsmöglichkeiten des Balkens, aber das brauchen wir jetzt vorerst mal nicht. Wir können jetzt hier einmal einen neuen Balken hinzufügen. Und von der Logik her, wie ihr das seht, ist es eigentlich wie beim Inforeiter. Das heißt, ich kann hier einen Balken hinzufügen. Wenn ich weiter runter gehe, kann ich einen weiteren Balken hinzufügen. Jetzt machen wir beispielhaft mal einen Balken gemeinsam. Und gerade in meinem Beispiel ist es sehr gut, hier zum Beispiel den Ladestand vom Ford Capri zu haben. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr einen Verbrenner habt, dann hier Füllstand vom Tank anzeigen lassen. Ihr seht schon, hier das Auto ist derzeit so ungefähr bei 50%. Und es muss doch sicher eine Möglichkeit geben, wie wir hier auch den Wert bekommen können, weil so können wir es ja gar nicht rauslesen. Dazu drücken wir hier unten einmal auf Prozent Textanzeige. Dann wird uns das auch schon dargestellt. Also es ist nicht 50, sondern 54%. Könnt dann auch hier mit der Textgröße spielen, aber für mich passt das so. Ihr habt dann weiter unten weitere Einstellungsmöglichkeiten zur linken Seite, rechte Seite, aber das schenken wir uns jetzt. Spannend wäre es doch, wenn wir hier den Balken etwas dynamisch darstellen können. Gerade beim Benzin, Diesel oder beim Ladestand des Akkus wäre es doch gut, wenn es gelb oder rot wird, wenn es mal kritisch wird. Denn hier die 54%, die kann man ja mal überlesen. Deshalb gehen wir neben Konfiguration hier zu Farben und aktivieren hier einmal den Verlaufsmodus. Ihr seht schon, das Ganze hat auch schon etwas Farbe angenommen. Das passt auch soweit. Jetzt müssen wir aber hier unten unsere Werte definieren, wie das Ganze sich verhalten soll. Und 2 Haltepunkte reichen mir nicht. Ich möchte einen dritten Haltepunkt haben. Und das, was ich jetzt mache, ist maximal individuell. Ich möchte hier die Mitte bei 50% haben. Das Ganze könnt ihr auch nochmal per Drag and Drop nochmal variieren, könnt es auch rausschmeißen, so wie ihr das gerne haben möchtet.
Jetzt, wo wir den Balken haben, wäre es doch ziemlich cool, gerade im Fall von einem Elektroauto, wenn wir den Balken animieren könnten, zum Beispiel, wenn wir es zu Hause laden. Oder wenn der Ladezustand besonders niedrig ist, dass es zum Beispiel blinkt. Und das geht natürlich hier auch. Dazu gehen wir hier hoch und haben dann neben Farben den Punkt Animation. Wir müssen jetzt hier unten bei der Animation uns eine Animationsentität aussuchen, welche quasi den Trigger dafür auslöst, dass dort was animiert werden soll. Und hier beim Ford Capri ist das hier der EV-Ladestatus. Bevor wir dort jetzt tiefer reingehen, schauen wir uns das mal ganz kurz im Detail an. Ich bin jetzt in der Ford-Integration hier beim EV-Ladestatus. Einfach um zu verstehen, welche Status hier diese Entität durchläuft. Und ich habe hier einmal Not Plugged In, macht Sinn, wenn nichts angeschlossen ist. Und wir haben hier einmal In Progress. Das bedeutet, in meinem Fall ist es In Progress und hier dann bei Entitätszustand einmal hinzufügen. Natürlich, derzeit wird das Auto nicht geladen, aber würde es geladen werden, dann müsste ich jetzt hier noch einen Animationstyp hier aussuchen. Hier haben wir Laden, diagonale Linien. Ich mache das jetzt einfach anhand des anderen Statuses, nur dass ihr es mal gesehen habt. Jetzt habe ich hier als Entitätszustand Not Plugged In genommen und ihr könnt hier sehen, dass jetzt hier diagonale Linien durchlaufen. So, das wäre jetzt ein ganz einfaches Beispiel für euch. Und ihr könnt dann natürlich auch noch hier euch weiter austoben mit Action Animation Override. Tobt euch dort einfach ein bisschen aus und vor allem würde mich hier euer Feedback freuen. Packt mir das einfach gerne unten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie ihr hier die Ultra Vehicle Card nutzen möchtet. Und was auch ziemlich cool wäre, ist, warum zeigt ihr mir nicht eure Ultra Vehicle Card? Jetzt fragt ihr euch wie. Ja Leute, wir haben ein Forum, gemeinsam mit anderen YouTubern hier am Laufen und ihr könnt euch bei diesem Forum registrieren. Ihr könnt dann eure hier Karten hochladen und dann können wir uns das Ganze anschauen. Und für dieses Forum lasse ich jetzt ein Video abspielen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch zu diesem Forum registriert. Wir freuen uns riesig auf euch. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch ab sofort unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. Und hier bei Symbol wird es jetzt richtig spannend, denn wir können nicht nur ein langweiliges Symbol hier darstellen lassen, dass eine Tür offen ist oder ein Fenster offen oder sonst irgendwas. Wir können auch zum Beispiel die Schlösser vom Auto nutzen, wenn es die Integration hergibt. Dazu springen wir kurz zur Ford-Integration und hier haben wir die Entität Verriegelung und das ist ein ganz normales Schloss in Home Assistant. Und wir können dann hier mit dieser Entität arbeiten und das schauen wir uns mal an. Das Ganze heißt bei mir Ford Capri Door Lock. Wunderbar, habe ich mir jetzt kopiert. Dann kann ich das Ganze einfach hier eingeben und habe dann hier ein Symbol und wenn wir auf Klickaktion gehen und ich möchte nicht aus Versehen so aufmachen, deshalb mache ich hier mehr Infos anzeigen, denn jetzt wird es richtig cool. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann bekomme ich hier dieses Pop-up einfach so als Sicherheitsbarriere, dass ich es nicht aus Versehen aufmache und wenn ich dann hier drauf drücke, dann wird das Ganze jetzt aufgeschlossen. So. Wie cool ist das denn? Und jetzt habt ihr auch gesehen, wie man einfach hier Symbole hinzufügen kann. Natürlich könnt ihr auch ein weiteres Symbol hier hinzufügen, zum Beispiel mit den Fenstern. Und dann haben wir ganz einfach hier die Position der Fenster hier reingebracht. In dem Fall sind derzeit alle Fenster geschlossen. Das passt auch. Wir haben hier oben aber noch den Bereich Erscheinungsbild. Jetzt hätte ich es fast schon übersehen. Und da könnt ihr euch auch nochmal austoben, wenn ihr möchtet, das Ganze variieren. Und ganz spannend wird es hier bei Zustände. Denn hier könnt ihr zum Beispiel auch unter anderem nicht nur das Englische wegbekommen, anstatt locked oder closed. In diesem Fall der aktive Zustand. Müsst ihr definieren, ist der aktive Zustand on, off, closed, open, offen, geschlossen, je nachdem, was eure Entität gibt. Also on ist, glaube ich, in diesem Fall falsch für den Ford Capri, aber ist nicht so schlimm. Und kann dann hier benutzerdefinierten aktiven Text eingeben. Und das gleiche haben wir natürlich auch bei off. Und das wäre dann hier zum Beispiel einfach nur für euch, dass ihr es seht, dann geschlossen. Ne? In dem Fall aber mit einem großen G. Natürlich könnt ihr dann auch nochmal die Farben hier variieren, wenn es nicht vielleicht in einem Blau, gerade bei Fenstern und so weiter dargestellt wird, sondern vielleicht in einem Rot, dass ich es dann sofort sehe. Nur für euch zur Info. Also tobt euch dort auf jeden Fall aus und somit habt ihr dann eure eigene Ultra Vehicle Card hier angelegt. Ihr seht, das Ganze tut nicht weh.
Und somit würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, gehen wir rüber ins Outro und hören uns mal das Fazit an. Ja, das war's auch schon. Wir neigen uns so langsam dem Ende des Videos zu. Also machen wir ein Fazit hier über die Steuerung von unserem Auto mit dem Home Assistant. Gut ist, dass viele Modelle heutzutage schon mit dem Home Assistant hier kompatibel sind. Und toll ist, dass es motorübergreifend funktioniert, also nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern auch Verbrennermobile. Was natürlich sehr schade ist, ist, dass bei dem einen oder anderen Hersteller das deutlich komplizierter geht und schwieriger geht, wie ihr heute zum Beispiel am Beispiel von Ford gesehen habt. Da finde ich, könnte sich Ford jetzt mal anstrengen und eine richtig tolle Integration auf die Beine legen, um auch hier zu zeigen, hey, wir sind modern, wir sind cool, wir haben eine tolle Home Assistant-Integration, die ihr nutzen könnt. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, hier die Thematik mit einem Auto im Home Assistant besser zu verstehen. Deshalb würde ich mich über ein Like riesig freuen, denn es war wirklich sehr viel Arbeit, dieses Video hier für euch zu produzieren. Ansonsten, wenn jemand anderes auch hier auf den Geschmack kommen sollte, sein Auto mit dem Home Assistant zu verbinden, dann nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich sage schon mal Dankeschön und ich denke, die freuen sich riesig darüber. Somit wären wir durch. Danke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.